Die Amerikaner haben mal wieder was Neues erfunden und was ganz genau, darum geht es heute in dem Film hier, Boxable. Ja, Boxable, ein Riesenerfolg. Wie ihr seht, es ist ein kleines Haus, das aus einer richtigen Box kommt. Innen drin hast du alles, was du dir nur vorstellen kannst. Also vom Badezimmer ausgestattet mit Marmor, Festhangtoilette und Spiegel, richtige Fenster sind mit eingebaut. Eine große Echtglasdusche natürlich und eine große Küche mit amerikanischem Kühlschrank. Alles das in einem winzig kleinen Haus. Ja, man sieht also hier, da ist jeder Millimeter ist genutzt. Das Ganze kann aufgebaut werden in circa 2 Stunden. Der Fernseher darf natürlich nicht fehlen und das beschreibt also auch, wie viele Amerikaner denken, die wollen was Kleines haben, was man noch bezahlen kann. So ein Boxable liegt roundabout bei 50.000 US-Dollar mit Waschmaschine, Trockner, Bett, allem, was du also brauchst, um dir deinen Eigenheimwunsch noch leisten zu können bei gestiegenen Zinsen. Alles ist natürlich auf den Millimeter genau abgestimmt. Es gibt verschiedene Versionen, die werde ich euch gleich im Video mal zeigen und wie das Ganze aufgebaut wird. Das ist in Amerika ein Riesenhit, Boxables, weil sie auch noch gefördert werden vom Staat und sie erfüllen die neuesten Energienormen, was ja auch gerade in Amerika ein großes Thema ist, können ruckzuck aufgebaut werden, sind ganz hochwertig und die Bilder, die ich euch gleich zeigen werde, die werden euch, glaube ich, in ziemliches Staunen versetzen, wie groß allein die Fabrik ist, wie stark das Ganze wächst in Amerika und wie krass Tiny-Häuser in Amerika zum Alltagsbild gehören werden in Zukunft. Also alles ist drin, was der Amerikaner so braucht, von der Spülmaschine. Hier siehst du also, du kannst es auch komplett öffnen, kannst also einmal durchlüften. Sie haben schon diverse Projekte realisiert. Wir sehen gleich noch ein paar Videos, wo wir uns ein bisschen mehr Gedanken machen können, wie das Ganze vielleicht in Europa aussehen könnte. Also hier nochmal der Aufbau. Es wird einfach seitig runtergeklappt. Wir sehen auch gleich mal, wie das Ganze vom LKW abgeladen wird und wirklich in 0, nichts denn da steht. Es ist weitgehend sturmsicher. Also wenn es natürlich nochmal fest mit dem Untergrund verbunden ist, umso mehr. Ansonsten hat es wirklich von der Ausstattung her alles das, was man braucht. Ein richtig kleines Tiny House. Das aber, das werden wir gleich sehen, erweitert werden kann mit mehreren Modulen übereinander. Sogar es gibt ein Garagenmodul unten drunter, was ja in Amerika ganz, ganz wichtig ist. Casita heißt das Modell hier. Und hier sieht man die 2. Etage. Das Ganze kann erweitert werden um ein zweites Gebäude dort hinten. Das ist die Fabrik. Es gibt jetzt sogar eine zweite neue Fabrik, wie das Ganze hier zusammengebaut wird. Es geht voll automatisiert. Es sind Sandwich-Wände an der Seite und sie werden so laminiert, dass sie absolut wasserdicht sind. Haben jetzt sogar schon Aufträge für den amerikanischen Staat bekommen, in großer Stückzahl solche Häuser zu fertigen. Und dadurch, dass sie übereinander gestellt werden können und auch wieder abtransportiert werden können, ist das natürlich eine mögliche Lösung. Das sind die Gründer von Boxable, mittlerweile richtige Stars, gefeierte Stars in Amerika. Und The American Way of Life beinhaltet natürlich auch, dass jeder mal gucken darf. Und sie hatten die Idee relativ früh, sind dann zu Investoren gegangen, die das Ganze jetzt durchfinanziert haben. Und eine Besonderheit, Elon Musk hat auch ein Boxable. Es gibt also hier ein Interview mit YouTubern, das geführt wurde, wo man schön sehen kann, wie Elon Musk darüber erzählt, dass er eigentlich nur in Tiny-Häusern lebt. Alles ist hochautomatisiert, Roboter. Hier sieht man, wie eins aufgestellt wird. Das ist sogar an SpaceX geliefert worden. Und man sieht sehr schön, da vorne ist was weggepixelt, da steht SpaceX drauf. Es wird ausgeklappt, immer nach dem gleichen Stil. Dauert ca. 1,5 Stunden und dann steht das ganze Haus. Da steht es jetzt und ja, morgens gebracht und abends kann man bereits schon einziehen mit allem drum und dran. Die eigenen 4 Wände mit Fake-Kaminofen und einem doppelten Fernseher. Das ist uns auch ganz wichtig. Fernseher ist auf beiden Seiten, einmal sichtbar von der Küche und vom Wohnzimmer aus mit großem
Badezimmer mit Blechgasdusche. Natürlich das Sofa darf nicht fehlen. Das Ganze mal 2. Sodass man also hier das Ganze drehen kann. Ihr könnt das sehen. Also Spiegel oder Fernseher. Alternativ auch mit 2 Fernsehern. Und ja, man sieht es also jetzt schön. Man kann alles auch mieten. Das heißt, ihr könnt das ganze Haus dann fix und fertig mieten. Es gibt dann Extras. Wenn ihr zum Beispiel bestimmte Einbauten gerne haben möchtet, dann zahlt man $10 mehr oder $10 weniger. Und man sieht also auch hier, man versucht auf extrem kleinen Raum denn das Maximale möglich zu machen, wie eine große Essecke. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, würde euch das genügen? Wenn ihr jetzt alleine wärt, natürlich klar, mit 3 Personen wäre es ein bisschen eng, aber wenn ihr ganz alleine wärt und würdet sagen, hey, ich zahle so viel Miete, ich kaufe mir vielleicht für $50.000 hier so ein Casita und ihr habt dann alles, was ich brauche, also von der Waschmaschine über mein Bett, über Kleiderschrank, klein, aber fein, also jeder Millimeter wurde ausgenutzt und natürlich unter dem Bett noch jede Menge Stauraum für T-Shirts oder Pullis und so weiter. Also ist ja, ihr kennt ja unseren Kanal, da ist ja viel zum Thema Tiny House gesagt worden und gezeigt worden, aber das hier sprengt natürlich das bisher Dagewesene, denn Amerikaner bauen nicht irgendwie 100 Häuser im Jahr, sondern eben ist das Buch von Elon Musk. Das Haus hier, wie es hier ist, steht auf dem Gelände von SpaceX. Hier sieht man nochmal, wie es aufgebaut wird. Casita heißt das Modell. Wird runtergefaltet. Und das sind die verschiedenen Versionen, die es denn gibt. Also einmal mit einer Dachgaube, einer großen Dachgaube, damit das Ganze auch schön aussieht. Das ist dann die Garagenversion. Gibt es bis zu 3 Aufbauten übereinander. Und kann dann ja relativ schnell auch erstellt werden, sodass Wohnraum, bezahlbarer Wohnraum dann in kürzester Zeit dann auch verfügbar ist. Kann kaskadiert werden. Hier sieht man mehrere Wohneinheiten. Das Ganze natürlich auch in verschiedenen Styles. Mit Giebeldach und großen Gauben. Und so können also ruckzuck ganze Wohnwelten entstehen, die immer mehr kaskadiert werden können, ohne dass man hier große Bauarbeiten braucht. Und ja, ist natürlich so die Frage, ist das die Zukunft, wenn wir immer mehr Menschen werden auf der Erde, dass man in solchen Häusern irgendwann mal in kleinen Waben leben wird, so ähnlich wie in Japan? Oder ja, wird sich das anders entwickeln? Aber in Amerika, wie gesagt, ein Riesenhit. Boxable ist also dort verfügbar schon seit längerer Zeit. Hier sieht man nochmal den Aufbau. Das ist jetzt in Virginia. Und das Dach wird also langsam runtergelassen, kommt ein eigenes kleines Bauteam mit einem Schwerlastkran und die senken dann Stück für Stück das Haus dann ab, das Dach dann ab und klappen das Haus einfach auf. Hier ist also unten drunter nochmal ein Fundament gegossen worden, gemauert worden, so ein kleiner Keller, wie man den in Amerika kennt, mit Belüftungseinheiten. Und jetzt senkt sich das Dach komplett. So wird es dann angeliefert auf einem LKW von Boxable und das ist dann die Anlieferung zu SpaceX. Als Beispiel hier hinten ist die SpaceX-Rampe und da wurde es dann ausgefaltet und an Elon Musk übergeben. Verschiedene Möglichkeiten, wie es außen dann gestaltet werden können, sieht man hier. Also es gibt es einmal hier in so einer Art Holzhütte, aber auch in einem modernen Design. Kann man sich das Ganze vorstellen. Oder hier an einem See. Diese 4 Fundamente, die gebaut worden sind und ruckzuck hat man dann sein eigenes Haus in schnellster Geschwindigkeit. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Euer eigenes kleines Haus mit KfW 40 oder KfW 55 Standard. Hier sieht man sehr schön das Ganze auch noch als mögliches Ferienhaus. Und das ist schon die Verschiffung. Ja, das Ganze geht in Übersee mittlerweile in die ganze Welt. Und ich denke mal, wir werden uns mal so ein Boxable organisieren und euch das Ganze vielleicht mal in Europa zeigen.
Ich denke, ich müsste demnächst mal eins kriegen. Danke fürs Zuschauen. Ist German Television. Tschüss.